herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und dabei, Kamera Micha. Genau, weil heute haben wir noch mal eine kleine Außenbepflanzung und zwar, die steht hier neben mir. Das ist die alte Wanne, wo wir Mini-Teich drin hatten. Die haben wir schön bepflanzt in herbstlichen Tönen mit den Dahlien und ein paar Kürbissen. Und hier hinten alte Äste, die wir ein bisschen aufgepimpt haben mit einer Lichterkette und Laub. Genau. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Thema funktioniert, diese Deko-Idee funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und hier haben wir die Sachen, die wir heute brauchen für unsere Bepflanzung. Und hier gucken wir einfach mal. Hier hinten haben wir unsere schöne alte Wanne. Da war unser Mini-Teich. Da hatten wir jetzt alle Pflanzen rausgenommen. Und Micha hat ein bisschen mal die Folie abgemacht. Die wird aber wieder reingelegt. Dann ist es ein bisschen Schutz. Ich mache ein paar Löcher rein. Wir wissen ja nun durch den Teich, dass sie unten undicht war. Das heißt, wir machen nur ein paar Schlitze rein und dann kann das Wasser abfließen. Dann haben wir hier nochmal die Dahlien, einmal in Gelb und einmal in diesem wunderschönen Orange-Rot. Dann haben wir hier das Sedum und nochmal ein wunderschönes Gras. Dann haben wir den Stacheldraht, ein Cineraria, 3 Kürbisse habe ich. Das sind 2 Zierkürbisse. Diese beiden hier und die kann man auf alle Fälle essen. Und dann habe ich mit Sophie ganz viel Blätter gesammelt im Wald. Und diese hier, die sind ein bisschen eingefärbt. Das sind keine gesammelten, aber die anderen alle komplett. Und dann habe ich hier nochmal diese String Outdoor Lichterkette. Also die ist für Innen und Outdoor. Hier kann man es auch sehen. Und die hat 240 LEDs, ist 12 Meter lang insgesamt. Und davon brauche ich heute 2 Stück. Dann habe ich eine Heißklebepistole, ein Draht. Leider habe ich keinen Kabelbinder, wäre besser gewesen. Wir machen das mit Draht. Dann habe ich Blumenerde und das war es auch schon. Und ich würde, ach so, das Allerwichtigste hier, die Äste, die haben wir, ich habe so viele Äste hier auf dem Hof immer gesammelt. Wenn ich irgendeinen Ast gut finde, nehme ich den einfach mal mit. Und da habe ich mich hier für die entschieden, den einen, das ist ganz hier von der Birke, der war total leicht abzubrechen. Genau, und das ist auch unsere Basis und ich würde sagen, damit fangen wir an. Und ich werde mir die jetzt so einmal zusammen machen. Hätte ich jetzt einen Kabelbinder, würde ich die einfach hier einmal fixieren und einmal hier fixieren. Und ich nehme jetzt aber meinen Bindedraht und drahte mir die eben ein bisschen fest. Jetzt bin ich wirklich heute ein bisschen genervt, weil hätte ich meinen Kabelbinder gefunden, wenn das 2 Dinger gewesen, hätte ich das wirklich mit einem Strang fest bekommen. Das habe ich nicht. Ich muss jetzt wirklich ein paar Mal hier rum, damit das ein bisschen stabil ist. Und ich würde mal sagen, ich lege das jetzt zur Seite, Micha, und werde hier in die Folie einfach jetzt mal eben ein paar Schlitze reinschneiden, damit hier keine Staunässe entsteht. Und das mache ich mal eben. Habe ich drin und jetzt kommt, denke ich, den Sack werden wir auch brauchen, mache ich jetzt erstmal hier Erde unten rein. Erde ist drin und ich habe den hier mal reingesteckt und das wird auch gut halten. Wenn wir das nachher mit Erde aufgefüllt haben, hat der wirklich gut Stabilität. Aber da natürlich unsere Pflanzen hier reinkommen, können wir natürlich noch nicht alles voller Erde machen. Und ich nehme jetzt hier erstmal so wie meine Dahlie, die ist relativ hoch. Und ich gucke jetzt einfach, wo ich die Pflanzen gerne einpflanzen möchte, an welchem Platz. Den lasse ich schon mal hier hinten drinne. Und ich glaube, hier hinten passt diese orange-rote Dahlie ganz gut. Und die wunderschöne gelbe, guck mal, die hat auch so schöne, wirklich tolle gelbe Blüten. Und die nehme ich mir erstmal aus dem Topf. Und ich glaube, die möchte ich gerne hier so ein bisschen auf der anderen Seite vor
vor unserem Baum würde ich jetzt einfach mal sagen, ich mache mir die Erde mal ein bisschen hier. Und ich glaube, das sieht doch ganz schön aus, oder? Ja, passt. Genau. Setze ich mir die hier noch mal rein. So, ich würde gerne das Gras gerne hier hinten noch, aber diese da hier ist wirklich sehr, sehr groß. Ich glaube, ich versuche jetzt einfach hier hinten noch mal ein bisschen das mit Erde aufzufüllen und guck mal, ob ich dann noch mal so mehr Höhe bekomme. Genau, ich habe jetzt tatsächlich, konnte ich noch das Loch schön nach unten graben, habe die da hier jetzt reingesetzt, hinten die Erhöhung gemacht, hinten das Gras. Ich finde das so schön, gerade hier mit diesen Puscheln. Und ihr werdet nachher sehen, auch warum, dieses Farbspiel. Ja, ich bin sehr gespannt drauf, wie es wird. Und ich denke, jetzt ist es ganz schön, wenn wir hier das Sedum vielleicht noch, das hat eben auch noch dieses schöne Grün. Ich finde, das Grün darf natürlich hier auch nicht fehlen. Und ich würde mir das hier gerne jetzt so vorne in Position setzen. Und ich glaube, das mache ich jetzt noch mal ein bisschen weiter runter. Da haben wir einen ganz schönen Übergang nach unten hin. Und hier unten ist es natürlich perfekt, jetzt mit diesen kleinen Pflanzen zu arbeiten. Und dafür haben wir natürlich, ist es sehr schön jetzt hier mit diesem Stacheldraht, beziehungsweise, da können wir mal gucken. Ich glaube, so ist das ganz schön. An den Seiten nämlich den Stacheldraht, hier vorne dieses blättrige. Und ich glaube, das sieht doch ganz schön aus. Jetzt haben wir hier grün, diese Brauntöne, ein bisschen Farbe und ein bisschen Höhe. Ja, mit den Ästen. Toll, passt. Also finde ich wirklich ganz toll mit den Farben. Und ich finde hier die Kürbisse, die passen hier auch noch super rein. Hier haben wir noch so ganz kleine Lücken. Und ich finde jetzt zum Herbst, da passt das. Und die kommen jetzt hier rein. Und es geht jetzt nämlich weiter. Ich nehme jetzt die Lichterketten. Pflanzen haben ihren Platz, Kürbisse auch. Und die Farben sind da. Es geht jetzt nämlich weiter mit dem Licht. Und ich nehme jetzt hier diese String, die hatte ich ja eben gerade vorgestellt. Guckt hier unten in meiner Videobeschreibung, da ist der Link zum Hof Oelkers. Und da sind die Lichterketten auch da. Und die sind natürlich perfekt jetzt hier, weil die mit Draht sind. Die werde ich jetzt hier komplett einmal in die Äste einarbeiten. Und gehe jetzt hier immer wieder so rum. Eine Lichterkette reicht voll und ganz, ne? Ich habe die jetzt hier überall ein bisschen rumgewickelt. Ihr könnt das im Nachhinein mit dem Draht dann doch noch mal so ein bisschen um den Ast wickeln, damit man das nicht ganz so doll sieht. Ich war jetzt so ein bisschen ungeduldig eben und ich werde das aber gleich noch mal hier so überall ein bisschen randrücken. Hier vorne hätte man jetzt auch noch reingehen können, aber das habe ich jetzt gelassen und es geht jetzt weiter. Und ich nehme jetzt unsere Blätter, die wir gefunden haben, und werde jetzt hier einfach mit dem Heißkleber so einen kleinen Klecks dran machen und mir die hier an die Äste fixieren, ein bisschen ranhalten. Es gibt so wunderbar auch Kunstblätter zu kaufen, die natürlich so einen super rötlichen Ton und braunen Ton haben. Die sind natürlich auch perfekt, gerade wenn ihr das gerne länger haben wollt. Ich weiß jetzt nicht, das steht hier draußen bei uns, das ist nicht überdacht, und werde jetzt hier die echten Blätter ranmachen und wir gucken einfach mal, wie lange das hält. Das ging ruckzuck. Also die halten ja wirklich perfekt. Ich hoffe, wir gucken einfach mal, das bleibt hier draußen stehen. Und ja, Micha, gefällt dir das? Sehr gut. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen. Nee, ich so auch noch nicht. Aber vielleicht mal eine Idee, wenn die Stiele ein bisschen länger sind, könnt ihr sie schneiden. Ihr könnt aber auch gerne, zwar mit diesem Floristenband, am allerbesten ist braun. Grün würde jetzt nicht so schön aussehen. Das einfach alles auch nochmal umwickeln. Aber ich persönlich hier für uns finde ich das so sehr schön und sehr natürlich. Und ich würde sagen, Lichterkette an. Und da ist sie, unsere herbstliche Bepflanzung in der alten Mini-Teichwanne. Und wir hoffen sehr, dass wir euch heute damit inspirieren konnten. Ja,
vielleicht mal ausprobieren oder auch anders mit einem Tape abwickeln. Dann sieht man die Drähte nicht. Aber wir fanden das so ganz schön und man kann es super für den Winter auch noch wieder umdekorieren. Und ihr Lieben, folgt uns auf Facebook, Instagram, da kommen täglich immer mehr Highlights, gerade jetzt mit den Weihnachtssachen, mit der Weihnachtsdeko. Und wir würden uns sehr freuen, ihr Lieben. Danke nochmal für die Kommentare, für die Abonnenten, die uns besuchen oder mich besuchen auf Hof Oelkers. Es ist immer wieder schön. Also, ich sag bis bald, eure Conny und Euer Kameramann Micha. genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Just feels right.